Hallo zusammen, willkommen bei diesem Video, wo es um die Wartung eurer Brühgruppe geht. Als erstes, wie ihr seht, entnehmen wir den Wassertank und entnehmen entsprechend durch die Wartungsklappe die Brühgruppe. Bevor wir mit der Wartung beginnen, sollte diese Brühgruppe allerdings unter warmem Wasser gut abgewaschen werden. Ihr seht schon, bei mir ist leichte Feuchtigkeit vom vorherigen Kaffee noch dran. Wichtig, bitte nehmt auf keinen Fall hier irgendwelche Reinigungsmittel zur Hand. Es reicht wirklich normales, warmes Wasser, um die Brühgruppe von den alten Kaffeesatz zu befreien. Nehmt euch hier bitte ein wenig Zeit, um die Brühgruppe gründlich von diesem alten Kaffeesatz zu reinigen. Und wie gesagt, bitte auf keinen Fall irgendwelche Reinigungsmittel. Falls notwendig, könntet ihr gegebenenfalls eine Zahnbürste zur Hand nehmen und in den Ritzen hier noch den Kaffeesatz sauber entfernen. Ihr kennt ja diesen Reinigungszyklus bereits von den anderen Videos. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie oft sollte man diese Brühgruppe hier warten. Das kommt wiederum darauf an, wie viele Tassen ihr pro Tag hier aus der Maschine rauslässt. Das kann man nicht pauschal sagen. Ich empfehle mindestens alle 6 Monate einmal die Brühgruppe sauber zu warten und neu zu fetten, wie wir jetzt dann gleich sehen werden. Sollte die Kaffeemaschine allerdings während des Brühzykluses bereits irgendwelche quietschenden Geräusche von sich geben, dann ist es notwendig, die Brühgruppe bereits vorher zu warten. Bevor wir das eigentliche Fetten beginnen, müssen wir erstmal diese Gleitschienen, wie hier gezeigt, auf der linken bzw. der rechten Seite oder wie ihr immer das definieren wollt, erstmal sauber machen und vom alten Silikonfett und den Verschmutzungen befreien. Einfach ein Wattestäbchen nehmen und einfach hier durchfahren. Ihr seht schon, da kommt einiges an Schmutz bzw. alten Kaffeesatz, das sich an diesem Silikonfett, das drin ist, angehaftet hat, raus. Hier bitte einfach sowohl oberhalb als auch unterhalb auf der linken und rechten Seite mit einem Wattestäbchen sauber machen. Auch hier empfehle ich euch, nehmt euch ein bisschen Zeit, fahrt mehrmals durch, wechselt das Wattestäbchen, opfert ein paar mehr und macht diese Schienen wirklich schön sauber. Es ist wichtig, dass wir das gründlich entfernen, also lieber ein bisschen mehr Zeit rein investieren und dafür haben wir keinen frühzeitigen Verschleiß der Brühgruppe. Und die Brühgruppe lebt länger. Ihr könnt übrigens an diesem gelben Hebel, wie ihr seht, gerade die Brühgruppe auch verschieben und einfach dann nochmal in eine andere Position bringen. Ihr seht jetzt hier schon, es gibt neben diesen 2 Gleitschienen links und rechts, leider ist es da auf der einen Seite nicht so schön zu sehen, es gibt hier links und rechts noch weitere Gleitebenen, was wir sauber machen müssen, beziehungsweise dann später auch neu einfetten müssen. Sobald wir diese Gleitschienen alle gereinigt haben, nehmen wir unser lebensmittelechtes Silikonfett zur Hand und fetten diese Schienen jetzt neu ein. Hier hilft es wieder, wenn ihr euch ein Wattestäbchen zur Hand nehmt und hier immer jeweils einen kleinen Tropfen drauf gebt und entsprechend die Schienen, welche wir gerade von Fett befreit haben, wieder neu mit Fett versehen. Hier hilft es nicht, viel Fett auf den Schienen zu positionieren, sondern geht hier sorgsam mit dem Fett um. Es soll gefettet sein, aber übertreibt es nicht. Zu viel Fett würde dafür sorgen, dass wiederum relativ schnell Kaffeesatz an diesem Fett anhaftet. Und außerdem würde die Brühgruppe, der Mechanismus, der in diesen Führungsschienen gleitet, dann wiederum schwergängiger werden und ihr müsstet wieder mit Geräuschen rechnen bzw. wiederum einen erhöhten Wartungsaufwand betreiben. Fettet die Schienen sowohl unten die Fläche als auch links und rechts, wo es läuft. Alternativ zu einem Wattestäbchen könntet ihr natürlich auch einen kleinen Pinsel verwenden, um das Fett hier entsprechend aufzubringen. Nehmt euch hier auch wieder ein bisschen Zeit und schaut, dass wirklich die Schienen sauber gefettet sind. Und wie ihr seht, das war eigentlich schon ein wenig zu viel. Es wird eigentlich reichen, ein bisschen weniger aufzubringen. Die unteren Schienen habe ich ja bereits gefettet. Jetzt gehe ich zu den Seitenschienen, welche wir gerade sauber gemacht haben. Auch die müssen natürlich neu gefettet werden. Dadurch, dass ich die Brühgruppe jetzt verschoben habe, also diesen gelben Hebel verdreht habe, ist der Schlitten ganz oben und ich kann die Schiene unten links und rechts
jetzt sauber fetten. Beim Verdrehen des gelben Hebels könnt ihr ja gerne mal beobachten, wo überall eine Bewegung drin ist. Sei es eine Drehbewegung oder sei es eine Längsbewegung. Und überall, wo eine Bewegung drin ist, sollte ein wenig ein Fett angebracht werden, um hier die Reibung zu minimieren und die Brühgruppe möglichst lange nutzen zu können. Wenn ihr diese Führungsschienen dann gefettet habt, könnt ihr an diesem gelben Hebel die Brühgruppe einfach nochmal verschieben, also den Mechanismus in der Brühgruppe nochmal verschieben. Damit nimmt die Brühgruppe in diesen Gleitschienen das Fett, was ihr aufgebraucht habt, mit und verteilt es ein wenig in diesen Führungsschienen. Außerdem könnt ihr danach, wenn ihr die ein bisschen bewegt habt, nochmal nachschauen, ob gegebenenfalls irgendwelche Lücken vorhanden sind und hier nochmal ein wenig Silikonfett hier aufbringen. Aber wie bereits mehrmals gesagt, bitte übertreibt es nicht mit dem Silikonfett, weil zu viel ist leider auch nicht gut. Hier sieht man es ganz gut, hier ist so gut wie gar kein Fett. Also deshalb hier nochmal leicht nachfetten. Wenn ihr das gefettet habt, dann könnt ihr auch gleich mal den O-Ring nochmal neu einfetten. Auch das ist was man immer mal wieder wiederholen sollte. In dem Fall mache ich das lieber immer mit der Hand, anstatt mit einem Wattestäbchen, weil ich hier einfach besser rumkomme, mit dem Finger dieses Silikonfett zu verteilen. Das Einfetten des O-Rings minimiert auch hier den Verschleiß und der O-Ring hält länger, beziehungsweise der Druck, der benötigt wird, um den Kaffee zu brühen, kann nicht über die Seite entweichen. Als letzten Punkt müssen wir unten jetzt noch den Stempel ein wenig mit Fett versehen. Sowohl die untere Platte hier leicht einfetten, als auch hier an der Seite, wo eine Bewegung drin ist. Ihr seht dieses schwarze und graue Teil, wo das ineinander greift, auch hier das leicht mit Fett versehen. Wenn ihr nicht vernünftig hinkommt, einfach die Brühgruppe an diesem gelben Hebel wieder ein bisschen verdrehen. Und hier wieder Fett anbringen. Auch die beiden Teile bewegen sich gegeneinander und benötigen immer mal wieder ein wenig Schmierung. Was ich jetzt hier in diesem Video nicht zeige, weil ich es erst vor kurzem gemacht habe, denkt an das Supportventil. Diese zwei O-Ringe, wo das andere Video mit den komischen Geräuschen, wo dieser O-Ring ersetzt werden musste, auch hier, wenn ihr dabei seid und den nicht bereits vor kurzem gefettet habt wie ich, nehmt ein wenig Silikonfett, geht in die Maschine rein und fettet auch diese zwei O-Ringe am Supportventil leicht wieder, um auch hier wiederum die Lebensdauer zu erhöhen. Wichtig ist am Schluss die ganze Einheit ein wenig bewegen, damit sich das Fett jetzt ein wenig auf den ganzen Mechanismus verteilen kann und auch an den notwendigen Stellen rankommt. Also ihr seht schon, einfach ein bisschen bewegen, dann verteilt sich das und ihr müsst eigentlich nicht mehr viel machen. Gegebenenfalls könnt ihr natürlich nochmal nachwischen, wenn ihr irgendwelche Stellen seht, wo noch kein Fett dran ist nach dem Bewegen. Ich gebe jetzt auf diesen Drehmechanismus noch einen kleinen Fettfilm mit drauf. Das ist jetzt optional. In der Philips-Anleitung heißt es nicht, dass man das machen müsste. Es schadet allerdings auch hier nicht, um die Reibung zu minimieren und die Brühgruppe einfach länger Spaß dran zu haben, die Lebensdauer zu erhöhen. Auch hier weniger ist mehr. Es reicht wirklich ein hauchdünner Fettfilm. Dann noch ein paar Mal bewegen. Wichtig ist, die Brühgruppe wieder in den Ausgangszustand zu bringen, so wie es jetzt hier gezeigt ist, bevor ihr euch die Brühgruppe wieder ins Gerät einsetzt. Dann sind wir allerdings auch mit der Wartung hier fertig. Sollte euch dieses Video weitergeholfen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben auf jeden Fall freuen. Und bitte lasst ein kostenloses Abo da, um mich ein wenig zu unterstützen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.